Hallo, da sind wir wieder. Wie schon in der letzten Serie angekündigt, haben wir heute zum Thema unsere Weltrekordfahrzeuge. Man braucht ja, wenn man eine Firma gründet, eine Idee, mit der man irgendwie es schaffen kann, möglichst schnell bekannt zu werden. Es macht ja wenig Sinn, wenn man sagt, ich baue ganz tolle Autos, aber keiner weiß es und keiner sieht es und keiner kriegt es mit. Und deshalb sind wir schnell auf die Idee gekommen, wir müssen uns durch irgendwas ganz Besonderes auszeichnen. Und was sich besonders gut vermarkten lässt, sind einfach Rekorde. Rekorde haben den großen Vorteil, dass im Prinzip jede Zeitschrift, jedes Magazin, jeder, der was verbreitet an News, sofort aufspringt und sagt, Mensch, da möchte ich auch was drüber berichten. Das heißt, man hat relativ wenig Organisation und wenig Marketing, was man selber machen muss. Man bricht einen Rekord und kann eigentlich fast abwarten, dass sich die unterschiedlichen Journalisten und Reporter melden und darüber berichten. So war die Idee geboren und dann kam natürlich die Ausführung. Wir mussten uns überlegen, was können wir bauen, um irgendeinen Rekord zu brechen und welcher ist es am besten vor allen Dingen. Naheliegend war da in dem Fall die Höchstgeschwindigkeit. Als wir 2001 gegründet haben, lag da der Geschwindigkeitsrekord von McLaren noch bei 372 und die Tuner waren irgendwo alle in dem Bereich 330, 340, 350. Also im Prinzip da, wo heutzutage schon schnelle Serienautos fahren. Die Autos hatten ja auch insgesamt deutlich weniger Leistung und waren auch nicht so gut, wie sie jetzt waren. Na gut, jedenfalls haben wir uns dann überlegt, 350, 370. Wenn wir was Richtiges bauen wollen, dann müssen wir also erstmal die 372 knacken und danach am besten dann auch irgendwann noch die 400. 400 ist natürlich schon reichlich weit entfernt von 370. Man kann sich vorstellen, die Leistung und der Widerstand beim Fahren steigt exponentiell. Wenn ich dann bei 370 bin und sitze in einem McLaren, der eine super Aerodynamik hatte, der F1 und auch schon 660 oder irgendwie sowas PS, dann braucht man natürlich exponentiell mehr, um von 370 auf 400 zu kommen. Das heißt, uns war klar, dass wir ein ganz starkes Auto bauen müssen und auch eins mit einer super Aerodynamik. Als wir dann 2003 mit dem ersten Auto angefangen haben, das war natürlich ein 996 Turbo, war ja zu der Zeit dann auch der stärkste Serien-Porsche, den es gab. 996 Turbo, 3,6 Liter Biturbomotor, relativ einfach noch aufgebaut mit normalen Turboladern, Allradantrieb mit Sechsganggetriebe oder Tiptronic, die natürlich ausscheidet für so ein Rekordfahrzeug mit hoher Geschwindigkeit. Haben wir uns dann ganz genau angeguckt, dieses Basisfahrzeug, was können wir alles verändern, um Aerodynamik zu optimieren, Leistung zu optimieren, wie viel Leistung brauchen wir denn überhaupt und vor allen Dingen, wo können wir es testen, welche Strecke eignet sich überhaupt, um deutlich über 370 überhaupt fahren zu können. Wie der Zufall so spielte, wurden wir vom Magazin damals noch Autobild Sports Cars Test und Tuning eingeladen zu einer großen Veranstaltung nach Nado. Und zwar in Kooperation mit Continental als Reifenhersteller, die nämlich damals vorstellen wollten, ihren Sonderreifen Continental V-Max. Ein Reifen, der für Geschwindigkeiten bis 360 freigegeben war. Eine Besonderheit, normalerweise sind die ganzen Z-Reifen nur mit Sonderfreigabe 300, 320, 330. Aber der Conti V-Max durfte eben bis 360. Wir wurden also eingeladen und waren dann ordentlich unter Zuchtzwang, hatten zum Glück einen 996 Turbo, mit dem wir dann angefangen haben umzubauen. Das hieß damals T6. Wir haben dann den Allrad ausgebaut, haben auf ein Zweiradgetriebe umgebaut, haben in das Getriebe eine Kühlung eingebaut, weil wir ja wussten, wir fahren lange Vollgas mit sehr hoher Leistung, haben einen langen 6. Gang eingebaut, alle Sachen, die wir damals zum ersten Mal gemacht haben. Haben die Übersetzung perfekt abgestimmt auf unsere Höchstdrehzahl 7000 Umdrehungen, dass wir genau bei 7380 erreichen konnten. Mussten uns extra einen langen 6. Gang bauen lassen und so weiter, also schon ein Riesenaufwand. Haben dann auch am Fahrzeug eine Menge verändert, Ladeluftkühlung, Bremse, Felgen, Fahrwerk sehr tief gelegt. Schon damals 2003 eine Wasserkühlung, eine Aufspritzung für Ladeluftkühler gebaut, damals noch mit Scheibenwaschdüsen und ich weiß gar nicht mehr, was für eine Pumpe, irgendwo haben wir eine Hochdruckpumpe her gehabt. Jedenfalls Sachen, die es damals noch gar nicht gab, die inzwischen aber im 991 GT2 RS in Serie laufen. Natürlich bei uns in vereinfachter Ausführung, aber wir hatten es damals schon im Auto, 15 Jahre bevor Porsche es eingebaut hat. Naja, jedenfalls das Event kam und das Auto lief sehr gut. Ich war das erste Mal in Nado. Nado ist ja ein ganz großer Kreis, 12 Kilometer, absolut rund. Das heißt, es geht ununterbrochen um die Kurve, zwar leicht, aber immerhin. Die Überhöhung ist relativ gering in Nado und man hat bei einer Geschwindigkeit von 350 0,75 G Seitenkraft. Das heißt, bei 1 G ist eigentlich Feierabend. Das heißt, viel über 1 G schafft kein Auto auf Dauer in der Kurve. Man ist also schon sehr, sehr stark im Grenzbereich.
Entsprechend war das schwierig, dort zu fahren, für mich das erste Mal. Aber Auto, wie gesagt, lief sehr gut. Im ersten Versuch gleich 369, im zweiten Versuch 376. Wir hatten auf den Schlag den McLaren abgehängt und waren fast 40 km/h schneller damals als der zweitschnellste, was auch ein Porsche Tuner war, der 336 erreicht hat. Das war übrigens in dem Fall auch das letzte Mal, dass mich der Besitzer oder der Geschäftsführer dieser Porsche Tuning Firma zu einem Rekord gratuliert hat. Danach, als die Rekorde noch schneller wurden, sind dann leider die Gratulationen ausgeblieben. Ich glaube, das sind die Gratulationen ich will mal sagen, vielleicht Neid umgeschlagen. Also erste Projekt sehr schön funktioniert, unser T6 ausgezeichnet, direkt den McLaren abgehängt. War gut, aber wir waren noch weit weg von den 400. So, dann kam als nächstes 2004. Wir haben natürlich nie aufgeben wollen. Die Idee, was machen wir jetzt? Wir müssen die Aerodynamik verbessern und wir brauchen noch mehr Leistung. Der T6 hatte 730 PS etwa, was damals auch schon Rekord war für Porsche. So viel hatte kein Mensch auf der Straße. Mit 3,6 Litern und wirklich geringen Umbauten, nur großen Turbos und einer tollen Elektronik. Wir wussten also, wir mussten an der Leistung was tun, an der Aerodynamik. Und weil der Turbo ja breit ist, haben wir uns überlegt, als nächstes bauen wir einen GT3. Einen GT3, den wir umbauen auf Biturbo. Weil GT3 ist schmal. Schmal ist wenig Stirnfläche ist gute Aerodynamik. Also nehmen wir so ein Fahrzeug. Außerdem ist der GT3 schon ausgerüstet mit dem im Prinzip gleichen Motor wie der Turbo, nämlich mit dem Metzger-Motor. Hat schon einen Zweiradantrieb mit 6-Gang-Getriebe. Das heißt, das Auto war eigentlich die ideale Basis für uns, um wieder was ganz Schnelles draus zu bauen. Also los ging's. Was machen wir mit dem Motor? 3,6 Liter war gut mit 730 PS. Was gibt's noch? Wir machen 3,8 Liter. Damals auch absolute Sensation. 2004 hat kein Mensch gebaut. Wir also uns große Kolben machen lassen, große Zylinder anfertigen lassen, 3,8 Liter gebaut. Was geht noch? Köpfe sind ja ziemlich klein. Also, wir brauchen große Köpfe. Was können wir nehmen? Lange geforscht und gesucht, alte GT3 Cup-Ausführung. Alles perfekt. Leider fehlen die Ölkanäle für Vario Cam Plus. Haben wir natürlich erst gemerkt, als wir den ersten Motor schon lange gebaut hatten. Hier alles wieder auseinander, Kanäle eingefräst, alles per Hand, wunderbar, Auto fuhr wie eine 1. Haben selber Titanpleuel fertigen lassen für das Auto, damit die auf die Turbokurbelwelle passen, in Kombination mit unseren 3,8er Kolben. Haben Nockenwellen uns bauen lassen, sehr scharfe und so weiter und so weiter. Haben uns von KKK in der Prototypenabteilung K27-Lader bauen lassen, so wie sie früher ähnlich in den 962 Rennfahrzeugen liefen, die ganz viel Leistung hatten. Und sind dann so mit Sonderauspuff und Cut und allem drum und dran, also ich sag mal noch nicht ganz weit weg von Gut und Böse, dann bei einer Drehzahl von 7500 Umdrehungen auf 843 PS gekommen. Also schon wieder über 100 PS mehr als mit der Ausführung T6. Waren also leistungsmäßig schon mal weiter vorne. In Kombination dann mit dem aerodynamischeren Auto, dem wir zusätzlich auch noch einen RSR glatten Carbonunterboden verpasst hatten, einen ganz speziellen Heckflügel gebaut haben, der hinterm Auto saß, ähnlich wie eine alte Porsche Moby Dick Langheckausführung. Ein neues Frontteil mit ganz kleinen Kühllufteinlässen und so weiter und so weiter. Schmale Felgen, sogar noch mit Abdeckungen zum Teil drauf. Haben das Auto also optimiert. Haben eine ganz starke Sperre eingebaut, weil wir dachten, das ist ja der Hammer. Die war annähernd zu 100% gesperrt. Sind dann wieder mit Glück oder durch Zufall von der Automotorensport nach Nado eingeladen worden. Und haben uns gedacht, klasse, 376 beim letzten Mal, wir wissen, wie das da läuft, jetzt fahren wir mal so richtig schnell, denkste. Unsere Sperre hat uns so richtig den Gar ausgemacht, weil wenn es immer gleichmäßig um die Ecke geht, die Hinterachse aber zu 100% gesperrt ist, fährt das Auto im Prinzip bei viel Leistung geradeaus, bis die Spannung im ganzen Antriebsstrang so stark ist, dass quasi ein Rad kurz durchdreht, weil wenn ich um die Kurve fahre, ist die Strecke des inneren Rades kleiner als die des äußeren Rades. Das heißt, irgendwo gibt es eine Drehzahldifferenz. Ja, das heißt, das Auto schlug immer Haken. Alle 150 Meter hat er einmal ganz fürchterlich versetzt, weil es hinten einmal kurz durchgedreht hat. Naja, nichtsdestotrotz bin ich damit in Dunkelheit 355 gefahren. Da ging aber wirklich gar nichts mehr. Da war absolut der Arsch ab, speziell bei mir. Danach haben dann die Tester von der Automotor und Sport gesagt, ey, stell dich nicht so an, dein Auto hat so viel Qualm, jetzt zeigen wir dir mal, wie das hier so richtig geht. Bei 320 hat der Cheftester abgebrochen und hat gesagt, das Auto ist unfahrbar. Gut, 355 habe ich geschafft, also so schlecht war es nicht an dem Tag. Also wussten wir, wo der Fehler ist. Sperre raus, ungesperrtes Differential rein, halbes Jahr später Nado nochmal
selber gemietet als Firma einen ganzen Tag lang am 12.12., meinem Hochzeitstag. Meine Frau ist ins Kino gegangen zu Hause, weil sie es nicht aushalten konnte und Angst hatte. Und ich saß 8 Stunden lang in Nado auf der Strecke und habe unterschiedliche Ausführungen von Heckflügeln und Frontspoilern und Unterboden und vorne höher, hinten höher, vorne tiefer, andere Luftfilter, alles Mögliche durchgetestet, bis dann endgültig die 392 auf dem Tacho standen. 392 war dann auch absolut ausgedreht, Feierabend. Nado, mehr ging an dem Tag nicht, hat uns aber wieder gereicht, weil zwischenzeitlich hatte McLaren nachgelegt mit 390 oder irgendwie sowas und den haben wir wieder geknackt. Also wir waren wieder schnellstes straßenzugelassenes Auto der Welt, hatten zwar die 400 nicht erreicht, ich habe mich selber auch ganz schön geärgert, obwohl in dem Video, was es dazu gibt, ich glaube von Sat.1, mache ich auch noch einmal, ja, Ast rein, aber das galt eigentlich mehr dem McLaren-Rekord und nicht dem wieder verpassten 400. Weil das Fahrerlebnis mit dem V400 aber insgesamt doch eher, naja, ich will mal sagen, bescheiden war. Die Aerodynamik des Elvers ist, wenn man sich den von der Seite betrachtet, ja im Prinzip gleich der einer Tragfläche eines Flugzeugs. Durch das lang schräg abfallende Heck wird hinten unglaublich viel Auftrieb erzeugt. Auftrieb an der Hinterachse ist aber der Feind der Fahrdynamik in hohen Geschwindigkeiten. Also stand für mich fest, mit dem 11er in der Grundform, egal was wir alles mit Aerodynamik dran machen, werden wir die 400 zumindest mit einem vernünftigen Fahrerlebnis wohl nicht wirklich erreichen können. Es sei denn, man baut 2000 PS rein, dann geht es natürlich immer. Kann ich auch einen riesen Flügel drauf machen, aber das war nicht das Ziel. Ich wollte ein effizientes Auto bauen, mit einer Leistung vielleicht um die 1000 PS, was trotzdem 400 fährt und dann auch noch so gut fährt, dass nicht nur ein Rennfahrer das kann oder jemand, der keine Angst hat, sondern sich jeder reinsetzt und vielleicht auch mit einer Hand 400 fährt. Die Idee war geboren, was müssen wir machen? Auf Basis 11er funktioniert es nicht, also was liegt näher? Wir müssen ein eigenes Auto bauen. Eigenes Auto, ja. Wie macht man das? Was muss ich einhalten? Was gibt es für Auflagen? Was ist mit TÜV? Was ist mit Zulassung? Was ist mit Festigkeit und berechnet? Rechnung, wir waren zu der Zeit, als wir damit gestartet haben, das war 2005, also kurz nach dem Weltrekord mit V400, hatten wir im Betrieb, ich glaube, 6 Mitarbeiter. Wir waren also kein Konzern, sondern eine ganz kleine Firma. Und mit einer ganz kleinen Firma kann man ja auch eigentlich nur relativ klein denken, keine ganz großen Sprünge machen. Ich kann mir da nicht eine Firma ranholen, die sagt, ich berechne dir jetzt mal hier einen kompletten Rahmen und ich mache dir hier mal eine Auslegung und ich mache dieses und jenes, sondern es war ein Learning by Doing und wir haben alles selber gemacht. Naja, wie ging das los? Um irgendwie damit einen Crashtest und solche Sachen zu bestehen, weil die waren damals noch zu erfüllen laut TÜV-Zulassungsvorschriften in 2004, brauchen wir einen Vorderwagen, der crashrelevant ist, den wir von einem Serienauto übernehmen können. Damit wir nämlich diesen Crashtest umgehen können. Wenn wir einen kompletten Gitterrohrrahmen bauen oder gebaut hätten, hätten wir das Auto vor die Wand fahren müssen. Wenn ich aber erst einen Prototypen baue, der vielleicht eine halbe oder 1 Million kostet und fahre den da vor die Wand, dann bin ich mit meiner 6 Mitarbeiterfirma auch direkt vor die Wand gefahren. Also schied diese Möglichkeit komplett aus. Und deshalb habe ich mich umgeguckt, wo finde ich einen schönen GT3, 996 war es damals ja noch, mit einem riesen Heckschaden, weil ich brauche ja nur das Vorderteil. Und genau so kam es. Ich habe ein Auto gefunden, gelber GT3 in Bochum, erster Besitzer Atze Schröder, der damit leider rückwärts eingeschlagen ist irgendwo. Im Brief steht aber jemand anders. Der Verkäufer sagt, er hätte Atze Schröder gehört. Naja, dem haben wir dann alles ausgebaut, haben uns eine Richtbank gekauft, haben das Ding auf die Richtbank gestellt und haben dann angefangen, das Auto komplett zu zersägen. Ich verweise da wieder auf eine der ersten Folgen, in der ich ja von meinem ersten großen Projekt erzählt habe, dem BMW 323i, den ich komplett zersägt habe, weil ich einen Schnitzer Rodenstock draus bauen wollte. Genauso lief es da auch. Also Auto einmal komplett zersägen, auf die Richtbank, Radstand 30 cm verlängern, das heißt auf der Richtbank Achse 30 cm weiter nach hinten ziehen, Dach abschneiden, Motor verkehrt rum reinbauen, Getriebe umbauen, damit man nicht 6 Rückwärtsgänge und einen Vorwärtsgang hat, alles zusammenstecken, naja, und dann anfangen, Rohre zu bauen. Ja, also ganz viele Rohre biegen und es ist dann so nach und nach ein Auto zusammengewachsen. Lange hat es gedauert. Wir haben allein den Heckbereich, ich glaube in Blech und in GFK und in diversen anderen Materialien und Zinn, ich glaube 3 oder 4 Mal komplett neu gebaut, weil er uns nie gefallen hat, bis dann zum endgültigen Prototypen, den wir dann nachher dann auch lange und ausgiebig getestet haben. Ja, war schon ein sehr erhebendes Gefühl, als wir nach, ich glaube, fast 3 Jahren Bauzeit die ersten Probefahrten damit gemacht haben. Ich weiß noch ganz genau, erste Probefahrt A44 mit das erste Mal richtig laufendem Motor und dann in Richtung Arnsberg auf die kurze Verbindungsautobahn abgebogen. Also das war schon, ich weiß nicht, wann ich so tief beeindruckt und ein so einschneidendes Erlebnis in meinem
Leben hatte wie die erste Probefahrt. Ganz ehrlich, also war der mega Hammer, wenn man sagt, ich habe eine 6-People-Firma, ich baue ein eigenes Auto und fahre dann damit hinterher auf der Autobahn. Es war unbeschreiblich. Naja, nachdem wir das Auto dann relativ gut durchgetestet haben, hatten wir einige Tests bei der Automotoren Sport, sind dann sogar auf der Rückfahrt aus Stuttgart damit in einen riesen Schneesturm gekommen. Habe dann von unterwegs aus schon angehalten, habe gesagt, die Jungs, ihr müsst sofort zu Hause in der Firma alles bereitstellen. Wenn ich da bin, ich bin hier durch den Salz gefahren, der Heckbereich ist komplett offen. Wir müssen das Auto sofort komplett putzen, ansonsten rostet der schneller uns weg. Speziell die rohen Aluteile hinten alle im Motorraum, als wir überhaupt gucken können. Naja, und genauso war es dann auch. Automotoren Sporttest. Tester waren super zufrieden, haben dem Fahrzeug ein Handling bestätigt, mindestens so gut wie GT3, haben einen tollen Pylonentest hingelegt, hatten aber keine Zeit, Höchstgeschwindigkeiten zu fahren. Und das haben wir dann kurz danach nachgeholt in Papenburg, einer unserer ersten Tests. Sind dann nach Papenburg, haben uns Papenburg damals gemietet, gehörte ja zu der Zeit noch Mercedes-Benz, war damals auch noch relativ einfach möglich. Da konnte man sagen, Mensch, in der Mittagspause, wenn die Testfahrer da alle zwischen 12 und 1 nicht auf der Strecke sind, sondern in der Kantine sitzen. Da kann man dann mal für ein paar hundert oder 2.000, 3.000 Euro Strecke mieten und hatte dann Exklusivrecht. Wir also wieder auf die Strecke. Auto lief wie eine 1, 386, 392, Feierabend, Drehzahl, Messer, Ende, Drehzahlbegrenzer, nix ging mehr, Feierabend. Ja, was haben wir gemacht? Verrechnet. 6. Gang verkehrt ausgelegt. Conti hatte die Reifen etwas zu klein gemacht, die 275er sind etwas kleiner ausgefallen, 2%. Damit waren schon die ersten 8 km/h schon weg. Außerdem war der Gang ich glaube nicht 0,82, sondern 0,84 oder irgendwie oder 0,86, ich weiß nicht mehr ganz genau. Jedenfalls uns fehlten ganz paar km/h. Na gut, also wir wieder Auto zerlegt, Getriebe wieder raus, Getriebe umgebaut, wieder einen neuen Gang angefertigt, das Ding wieder rein. Ab nach Papenburg, 407 gefahren. Klasse. Jetzt wissen wir, dass wir ganz schnell können. Was machen wir? Wir haben unseren Freund Ben Arnold angerufen, Autobild, Sportscast damals, Redaktionsleiter und Tuningchef und alles mögliche, guter Freund. Und gesagt, Ben, wir sind soweit, wir wollen jetzt 400 fahren. Bist du dabei? Er sagt, logisch. Wir also uns wieder alle Mann verabredet in Dortmund, haben uns in Dortmund in den GT9 gesetzt, Ben und ich. Sind damit nach Papenburg gefahren, auf Achse, haben uns angemeldet, sind auf die Strecke gegangen, sind 407 gefahren, 409 mit GPS und einem Zick und Zack, haben das Ganze 3 oder 4 Mal gemacht, sind ausgestiegen, haben uns alle gratuliert, haben eine Flasche Champagner aufgemacht, sind danach mit dem GT9 zu McDonald's zum Drive-In gefahren, haben die ganze Autobild-Crew eingeladen, plus den Notar, den wir mit dabei hatten zur Bestätigung des Weltrekordes und sind dann danach per Achse wieder nach Dortmund zurückgefahren. Nix Anhänger, nix Prototyp, Kennzeichen dran, hingefahren, Weltrekord gefahren, wieder nach Hause gefahren. Keine Testcrew, keine Sonderreifen, kein gar nichts. Auf den Reifen hingefahren, auf den Reifen wieder nach Hause gefahren. Nicht 27 Leute betreuen ein Auto, wechseln 7 Mal die Reifen, machen ein spezielles Programm drauf, um mit dem Auto fahren zu können. Nix. Normales Auto. Ben Arnold hat einen Hammerbericht geschrieben. Wir waren Tage danach in allen Zeitschriften der Welt. Der GT9 war unser ganz großer Durchbruch. Wir haben dann danach noch diverse weitere Modelle vom GT9 gebaut, mit denen wir zwar keine offiziellen Weltrekorde mehr aufgestellt haben, aber haben nach und nach in dem Auto die Leistung von ursprünglich 986 PS, mit dem wir die 409 gefahren sind, weiter gesteigert bis auf über 1400 PS. Und wir haben einen sehr schönen Logfile eines Kunden, eines Kroaten, der so ein Auto fährt, der auf der Überführungsfahrt von Deutschland nach Kroatien in Italien auf der Autobahn 437 mit seinem Auto gefahren ist. Ausführung GT9 V Max, das heißt ganz schmales Auto, ohne Heckflügel, nur Abrisskante und 1400 PS mit extrem langem Getriebe. Bin ich sehr stolz drauf. 437, das war 2012, 2013, irgendwie sowas in dem Dreh. Also auch schon ewig lange her. Seitdem sind wir schon in den Geschwindigkeitsregionen. Aber nichts Offizielles bestätigt. Ich habe nur den Logfile davon. Reicht mir aus. Ich weiß, dass es so schnell war. Und damit ist der Fall für mich erledigt.